Nergal und Ereshkigal sind zentrale Figuren in der sumerischen und später babylonischen Mythologie, insbesondere als Herrscher der Unterwelt. Ihre Beziehung und ihre Geschichten sind faszinierend und beleuchten die Dynamik von Macht, Tod und dem Jenseits. Ereshkigal, die Göttin der Unterwelt in der sumerischen und akkadischen Mythologie, ist eine faszinierende Figur, deren Mythen oft eng mit Themen wie Tod, Macht und der Unterwelt verbunden sind. Während viele ihrer Geschichten in Verbindung mit anderen Göttern wie Nergal oder Inanna erzählt werden, gibt es auch einige Mythen, die sich speziell auf Ereshkigal konzentrieren oder in denen sie eine zentrale Rolle spielt. Sie ist unter anderem dafür bekannt, Flüche auszusprechen, die tödliche Folgen haben können. Der Fluch auf Nergal ist eine bekannte Geschichte. In einigen Versionen der Mythen wird beschrieben, dass Ereshkigal diejenigen, die sie beleidigen oder missachten, mit einem tödlichen Fluch belegen kann. Diese Erzählung betont ihre Macht und die Furcht, die selbst andere Götter vor ihr haben. Ereshkigal ist die unumstrittene Herrscherin der Unterwelt, die in der sumerischen Mythologie als düster beschrieben wird. Sie wurde zur Herrscherin der Unterwelt, als diese von den höheren Göttern geschaffen wurde. Es gibt Erzählungen, die beschreiben, wie sie in die Unterwelt geschickt wurde, um dort zu regieren, was ihren Status als mächtige und unnachgiebige Göttin festigte. Einige Überlieferungen besagen, dass Ereshkigal ursprünglich eine Himmelsgöttin war, die jedoch in die Unterwelt gebracht wurde, um dort zu herrschen. Diese Entsendung kann als Metapher für die Notwendigkeit einer starken geregelten Hand in einem so wichtigen und furchteinflößenden Bereich wie dem Totenreich verstanden werden. Ereshkigal ist eine vielschichtige und mächtige Figur, die in der sumerischen und akkadischen Mythologie eine zentrale Rolle spielt. Sie repräsentiert die absolute Autorität über das Reich der Toten und verkörpert die Unausweichlichkeit des Todes. Ihre Geschichten und Mythen bieten Einblicke in die Vorstellung der Sumerer vom Jenseits, dem Tod und der Beziehung zwischen Leben und Tod. Ereshkigal ist nicht nur eine Göttin des Todes, sondern auch eine Figur, die Isolation, Trauer und letztlich die Akzeptanz der eigenen Rolle im kosmischen Gefüge darstellt. Nergal, der Gott der Unterwelt. Nergal ist eine bedeutende Figur in der sumerischen, akkadischen und babylonischen Mythologie, bekannt als Gott des Krieges, der Pestilenz und später auch als Gott der Unterwelt. Er hat eine facettenreiche Rolle im göttlichen Pantheon und taucht in verschiedenen Mythen auf, die seine Macht, seine Beziehungen zu anderen Göttern und seine Verbindung zur Unterwelt beleuchten. Nergals berühmteste Geschichte ist die seiner Verbindung mit Ereshkigal, der Göttin der Unterwelt. Der Mythos beschreibt, wie Nergal in die Unterwelt herabstieg und schließlich Ereshkigal heiratete, wodurch er zum König der Unterwelt wurde. Nergal wird in Texten als Gott beschrieben, der Krankheiten und Krieg über die Menschheit bringt, oft als Strafe für Fehlverhalten oder um das Gleichgewicht der Welt zu erhalten. Als Gott des Krieges repräsentiert Nergal die gewaltsame, zerstörerische Seite des Krieges. Er bringt Tod und Vernichtung, was seine spätere Verbindung mit der Unterwelt logisch erscheinen lässt. In einigen Überlieferungen wird Nergal als Gegenstück zu Shamash, dem Sonnengott, dargestellt. Dieser Mythos illustriert den ewigen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht. Während Shamash als Gott des Tages und des Lichts gilt, repräsentiert Nergal die dunklen und destruktiven Kräfte der Nacht. Ihr Konflikt symbolisiert die tägliche Wiederholung des Tageszyklus und die Balance zwischen Leben, Tag und Tod, Nacht. Nergal wird manchmal auch mit dem Sommer in Verbindung gebracht, insbesondere mit den heißen, sengenden Winden, die in Mesopotamien für Tod und Zerstörung verantwortlich gemacht wurden. In dieser Rolle repräsentiert Nergal die unbarmherzige Hitze und Trockenheit des Sommers, die das Land verwüstet und Leben zerstört. Diese Verbindung unterstreicht seine Rolle als Gott der Zerstörung und des Todes. Nergal war der Hauptgott der Stadt Kuta, einem bedeutenden religiösen Zentrum in Mesopotamien. Die Stadt Kuta galt als Tor zur Unterwelt, und Nergal wurde hier besonders verehrt.
In Kuta war Nergals Verbindung zur Unterwelt am stärksten ausgeprägt und die Stadt wurde als spirituelles Zentrum für die Totenriten angesehen. Nergal ist eine vielschichtige Gottheit, die verschiedene Aspekte der Zerstörung und des Todes verkörpert. Vom Kriegsgott, der Tod und Pestilenz über die Welt bringt, entwickelt er sich zum Herrscher der Unterwelt, wo er zusammen mit Ereshkigal über die Toten herrscht. Seine Mythen reflektieren die mesopotamischen Vorstellungen von Krieg, Krankheit und dem unausweichlichen Tod, wobei Nergal sowohl gefürchtet als auch respektiert wird. Er ist ein Symbol für die dunklen, zerstörerischen Kräfte, die jedoch für das Gleichgewicht der Welt notwendig sind. Der Mythos von Nergal und Ereshkigal beschreibt sehr genau, wie es zu dieser außergewöhnlichen Verbindung der beiden Gottheiten kam. Die Geschichte beginnt damit, dass die Götter ein großes Fest im Himmel abhalten, zu dem alle Gottheiten eingeladen sind. Ereshkigal, die Göttin der Unterwelt, kann das Fest jedoch nicht besuchen, da sie die Unterwelt nicht verlassen kann. Stattdessen schickt sie ihren Boten Namtar, um sie bei dem Fest zu vertreten. Als Namtar beim Fest erscheint, verneigen sich alle Götter vor ihm, um Ereshkigal ihre Ehrerbietung zu erweisen, alle außer Nergal. Diese Weigerung wird als große Beleidigung gegenüber Ereshkigal angesehen und Namtar kehrt zurück, um seiner Herrin Bericht zu erstatten. Ereshkigal ist wütend über die Respektlosigkeit Nergals und fordert, dass er in die Unterwelt kommt, um sich zu verantworten. Daraufhin wird Nergal von den anderen Göttern angewiesen, in die Unterwelt zu gehen. Enki, Ea, der Gott der Weisheit, gibt Nergal vorher Ratschläge, wie er sich verhalten soll, um in der Unterwelt zu überleben. In einer Version des Mythos wird Nergal geraten, sich mit Vorsicht und Respekt zu verhalten, in einer anderen Version wird er jedoch ermutigt, seine Stärke und Macht zu nutzen. Als Nergal die Unterwelt erreicht, trifft er auf Ereshkigal. Je nach Version des Mythos entwickelt sich entweder ein heftiger Kampf oder eine starke Anziehung zwischen den beiden. In der kämpferischen Version überwindet Nergal Ereshkigal durch rohe Gewalt und zwingt sie, ihn als Gemahl zu akzeptieren. In der anderen Version, die etwas romantischer ist, verlieben sich Nergal und Ereshkigal ineinander, nachdem sie sich kennengelernt haben. Unabhängig von der Version endet der Mythos damit, dass Nergal und Ereshkigal heiraten und Nergal wird dadurch zum König der Unterwelt. Durch diese Vereinigung wird Nergal der Herrscher über das Totenreich, gemeinsam mit seiner Königin Ereshkigal. Er bleibt an ihrer Seite, was die Balance zwischen Leben und Tod sowie die Machtverhältnisse im Pantheon stabilisiert. Dieser Mythos zeigt eine tiefgreifende Veränderung in Nergals Rolle innerhalb des göttlichen Pantheons. Ursprünglich ein Gott des Krieges und der Pest, wird er durch seine Verbindung mit Ereshkigal zum Gott der Unterwelt. Die Geschichte unterstreicht Themen wie Macht, Geschlechterdynamik und die Natur des Todes. Der Mythos von Nergal und Ereshkigal ist wichtig, weil er zeigt, wie selbst die mächtigsten Götter sich den Regeln und Mächten der Unterwelt unterwerfen müssen. Ereshkigal, obwohl sie in der Unterwelt lebt, wird als mächtige und furchterregende Göttin dargestellt, deren Macht nicht leichtfertig herausgefordert werden sollte. Diese Geschichte kann als Symbol für die Machtkämpfe zwischen den Göttern und als Metapher für die Verbindung von Leben und Tod gesehen werden. Nergal, der ursprünglich ein Sonnengott und Kriegsgott war, verbindet sich durch diese Geschichte dauerhaft mit der Unterwelt und dem Tod. Ein weiterer Mythos, der oft in Zusammenhang mit Inanna und Ereshkigal erzählt wird, betrifft die 7 Tore der Unterwelt. Zwar ist dies primär ein Mythos über Inanna, die Göttin der Liebe und des Krieges, aber Ereshkigal spielt eine zentrale Rolle. Inanna beschließt, in die Unterwelt zu gehen und ihre Schwester Ereshkigal zu besuchen. Sie muss durch die 7 Tore der Unterwelt gehen und verliert an jedem Tor ein Stück ihrer Kleidung oder ihrer Macht, bis sie nackt und machtlos vor Ereshkigal steht. Ereshkigal ist hier die mächtige, unnachgiebige Herrscherin der Unterwelt.
Ereshkigal tötet Inanna, in einigen Versionen lässt sie einfach sterben, aber durch die Intervention anderer Götter wird Inanna wiederbelebt und kehrt ins Reich der Lebenden zurück. Diese Geschichte zeigt Ereshkigals Macht über Leben und Tod und die unüberwindbare Trennung zwischen den Welten. Diese Mythen zeigen Nergal und Ereshkigal als mächtige und komplexe Figuren, die den Tod und die Unterwelt beherrschen. Ihre Geschichten sind reich an Symbolik, die die sumerische Sicht auf Tod, Macht und die Verbindung zwischen den Welten widerspiegelt. Nergals Transformation von einem Sonnengott zum Gott der Unterwelt und seine Beziehung zu Ereshkigal betonen die Dualität von Licht und Dunkelheit, Leben und Tod. Danke für eure Aufmerksamkeit und Unterstützung. Wenn euch dieser Einblick gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und wie immer bin ich neugierig auf eure Gedanken und Meinungen zu diesem Thema. Lasst mich wissen, was ihr darüber denkt. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und den Austausch darüber, wie diese faszinierenden Mythen und Legenden auch in der heutigen Zeit auf uns wirken. Bis zum nächsten Mal.